Erwartung und Enttäuschung. Ja, wenn du Dinge erwartest, kannst du enttäuscht werden. Wann wirst du enttäuscht? Wenn du dich selbst täuschst. Und Enttäuschung heißt, die Täuschung hört auf. Du hast dich in irgendetwas getäuscht, mit dir, in dir, um dich rum. Du bist nicht ganz auf dem Weg deiner Seele, du bist nicht ganz auf deinem Herzensweg. Und wenn du etwas erwartest, etwas vom Außen, ist es immer ein Zeichen, dass du im Innen etwas lösen darfst, dass du im Innen etwas klären darfst, weil wenn du es im Innen geklärt hast, ist die Energie und die Aufmerksamkeit so klar auf das Ziel gerichtet, dass im Außen die Resonanz erfolgen wird. Wenn das nicht passiert, bist du enttäuscht, weil du nicht mit der Klarheit rausgegangen bist, die du im Herzen fühlst, sondern mit einer Erwartung, und diese Erwartung wird meist nicht erfüllt und dann sind wir enttäuscht, weil die Täuschung aufhört. Erwartung und Enttäuschung hängen ganz oft damit zusammen, dass wir ja sehr, sehr weit von uns entfernt sind, sehr weit von unserem Ursprung, unserer Quelle, unserer Liebe, weil die Liebe ist erwartungsfrei. Die Liebe ist, ja, sie ist sie ist neutral. Die Liebe ist nicht das, was die meisten Menschen glauben, dass sie, ja, dieses rosa-rote, ich hab dich lieb und ich tue alles für dich, sondern die Liebe ist neutral. Sie gibt liebevoll einen Raum, in dem geschehen kann, dass das, was ist, sich entfalten kann. Und wenn du dir klar bist, was du dir im Herzen wünschst, was sich entfalten soll, wird es sich entfalten, und zwar genauso, wie es das Göttliche in dir sich vorgestellt hat. Und immer wenn das nicht passiert, bist du nicht auf dem Weg, auf dem Seelenweg, auf dem Herzensweg, bist du weit weg davon, weil dich irgendwelche Glaubenssätze, Meinungen, Vorstellungen dahin gebracht haben, wo du gerade bist. Und an dem Punkt bist du unsicher oder unklar. Und jegliche Unsicherheit und Unklarheit führt zu dem Ergebnis, was du gerade erzielst. Und wenn das nicht das ist, was du dir gewünscht oder vorgestellt hast, kannst du möglicherweise enttäuscht sein. Und diese Täuschung hört auf, wenn du dir klar wirst und bewusst wirst, was du wirklich willst. Und diesem inneren göttlichen Willen, diesem Ziel folgst mit Klarheit, mit Ordnung und Struktur aus deinem Herzen heraus, aus dir heraus und nicht aus irgendetwas, was dir im Außen vorgegaukelt wird, was dir im Außen gezeigt wird, was noch deine inneren Blockaden zeigt. Ja, also was dir zeigt, wo du nicht ganz bei dir bist. Du hast unbewusste Glaubenssätze, Meinungen, Vorstellungen, wie etwas ist, und diesen folgst du. Und wenn sich das dann nicht erfüllt, also nicht in Erfüllung geht, nicht in die Fülle kommt, ist es ein Zeichen, dass es nicht im Einklang mit deiner Wahrheit und deiner Wirklichkeit ist. Wenn du dich jetzt fragst, was erzählt sie da, schau dir doch bitte die vorangegangenen Videos an. Da gebe ich so einen kleinen Einblick in Konflikte, in Wahrheit, in Wirklichkeit, in Gerechtigkeit und so weiter. Was ganz, ganz wichtig ist, dass wenn du bei dir bist, wenn du in deine eigene Ordnung und Struktur kommst, in deine göttliche Verbindung, dir klar wirst und Klarheit entsteht, Klarheit über dein Sein, dein Wirken, dein Wesen, die Liebe, das Universum, die Zusammenhänge. Und je mehr du in der Resonanz mit der Liebe bist, mit der universellen Urenergie bist, umso mehr wirst du in deine Kraft kommen, dein Potenzial entdecken. Das, was deine Seele sich für dieses Leben in diesem Körper als Wunsch, als Ziel, als Herausforderung gesetzt hat. In dem Sinne wünsche ich Gutes bei dir ankommen, viel Klarheit, viel Wahrheit, viel Struktur, viel Liebe auf der höchsten Ebene deines Seins. Und wenn du Fragen hast, wenn du Wünsche hast, wenn du ja sagst, Mensch, das spricht mich irgendwie an, aber wie komme ich denn dahin oder was kann ich denn dafür tun? Dann schreib mir einfach, melde dich bei mir. Ich habe die verschiedensten Möglichkeiten für mich im Laufe meines Lebens entdeckt und gebe dieses Wissen gern an euch weiter. Herzliche Grüße, herzlichst Solan, Silvia Annette Bräuning.